Hallo ihr Lieben, Pistazieneis ist mein absolutes Lieblingseis und vor ein paar Jahren habe ich euch gezeigt, wie man es ganz traditionell italienisch herstellt, mit und ohne Eismaschine, und heute habe ich für euch eine noch schnellere und einfachere Variante für alle, die ohne Pistazieneis nicht leben können. An Zutaten brauchen wir Sahne, gezuckerte Kondensmilch und gekaufte Pistazienpaste. Wenn ihr wollt, dass es ganz schnell geht, dann habt ihr das Eis in 5 Minuten vorbereitet. Oder ihr entscheidet euch dafür, die Pistazienpaste selber herzustellen. Dann braucht ihr geschälte Pistazienkerne und die sehen so aus. Wenn ich Pistazienpaste herstelle, dann kaufe ich die immer fertig geschält im Internet. Ihr könnt sie aber auch selber schälen, wenn ihr ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung habt. Die Links zu allen Produkten, die ich im Video verwende, findet ihr übrigens wie immer in der Infobox. Ihr könnt die Eismasse in eine Kastenform umfüllen, das ist die einfachste Variante, und später im gefrorenen Zustand in Scheiben schneiden oder Kugeln entnehmen, oder ihr macht Stieleis mit Hilfe einer Silikonform. Ich zeige euch natürlich alle Varianten und ihr könnt dann wählen, welche euch am liebsten ist. Wenn ihr die Pistazienpaste selbst herstellen wollt, dann empfehle ich euch, die Pistazien zu rösten. In einer Pfanne auf Stufe 6 von 9, ca. 10 bis 15 Minuten lang, oder auch im Ofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 10 Minuten. Achtet aber immer darauf, dass ihr sie im Auge behaltet, damit sie euch nicht verbrennen. Danach lasst ihr die Pistazien kurz auskühlen und jetzt braucht ihr ein Gerät, das stark genug ist, um diesen Prozess mitzumachen. Ein Smoothie Maker, Standmixer oder auch Foodprozessor, die eben stark genug sind und nicht so schnell überhitzen. Die Pistazienkerne werden jetzt so lange gemixt, bis daraus eine cremige Paste entsteht, und es dauert ein bisschen. Ihr müsst immer wieder das Gerät anhalten, schütteln, die Masse wieder hineindrücken und so weiter, bis ihr am Ende das fertige Produkt habt. Um den Prozess zu beschleunigen, könnt ihr etwas Sonnenblumenöl hinzufügen und für den Geschmack etwas Salz. Und fertig ist eure selbstgemachte Pistazienpaste bzw. Pistazienmus. Das gekaufte Produkt ist ein bisschen flüssiger, obwohl es auch nur aus Pistazien besteht, aber die Konsistenz spielt da im Grunde keine große Rolle. Wichtig ist der Geschmack und dass ihr wirklich gute Pistazien verwendet. Im nächsten Schritt vermischt ihr die gezuckerte Kondensmilch mit der selbstgemachten oder auch gekauften Pistazienpaste. Jetzt ist die Sahne an der Reihe und diese wird geschlagen, aber nicht steif. Sie sollte noch cremig sein und ihr seht gleich, wie das aussieht. Zur cremigen Sahne gesellt sich jetzt die Pistazien-Kondensmilchmischung und jetzt wird nur einmal kurz gemixt, so lange bis sich alle Zutaten miteinander verbunden haben und eure Eismischung steht bereit. Ihr könnt sie jetzt in eine Silikonform einfüllen oder auch in eine mit Frischhaltefolie ausgelegte Kastenform. Die Frischhaltefolie hilft euch, das Eis später ganz leicht aus der Form herauszunehmen, falls ihr es in Scheiben schneiden und als Dessert anrichten wollt oder auch einfach, damit eure Form sauber bleibt. Ich verschönere mein Eis gerne mit noch etwas Pistazienpaste und Pistazienkernen und dann wandert es in den Gefrierschrank für mehrere Stunden, am besten aber über Nacht. Und hier noch ein wichtiger Tipp, wie man Pistazien mit einem dünnen Schlitz öffnet. Dafür braucht ihr einfach eine zweite Schalenhälfte, die drückt ihr hier hinein und mit Hebelwirkung könnt ihr dann die oberste Schale hochheben und die Pistazie herausnehmen. So einfach geht's. Ist das Eis gut gekühlt, zum Beispiel das Stieleis, könnt ihr es in Schokoglasur tunken und zusätzlich verschönern. Beim Eis aus der Kastenform gebe ich euch den Tipp, es ca. 5 bis 10 Minuten vorher aus dem Gefrierschrank zu nehmen, dann hat es die ideale Temperatur und ihr könnt schöne Kugeln formen. Ja, ich weiß, Pistazieneis ist und bleibt ein kleiner Luxus, weil Pistazie als Rohstoff relativ teuer ist, aber mit der selbstgemachten Variante habt ihr eine volle Kastenform mit Eis, das wirklich gut schmeckt, ein natürliches Aroma und eine natürliche Farbe hat, ohne nach Marzipan zu schmecken oder irgendeine seltsame grüne Farbe aufzuweisen. Also lohnt sich die Zubereitung definitiv und es ist auch ein super Dessert für eure Gäste. Ich hoffe also sehr, dass euch dieses Video gefallen hat, und wenn das der Fall ist, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und besucht mich gerne auch auf Facebook, Instagram und Pinterest. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.